Ein Lastwagenfahrer bot einer atemberaubenden Frau eine Mitfahrgelegenheit an, aber die Art und Weise, wie sie ihm die Geste zurückzahlte, ließ ihn völlig überrascht zurück. João, ein einfacher und fleißiger Mann, lebte in einer kleinen Stadt auf dem Land und widmete sich seit Jahren der Arbeit als LKW-Fahrer, indem er die Straßen des Landes durchquerte, um seine Familie zu ernähren. Er war mit einer liebevollen Frau verheiratet und hatte 3 Kinder, die seine größte Motivation im Leben waren. João verbrachte den Großteil seiner Zeit weit weg von zu Hause und reiste oft mehrere Wochen hintereinander. Immer wenn er zurückkam, versuchte er, so viel Zeit wie möglich mit seiner Familie zu verbringen. Er war kein religiöser Mensch im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen, die gelegentlich von seltsamen Phänomenen erzählten, die sie während ihrer nächtlichen Fahrten erlebt hatten. João war skeptisch und glaubte insgeheim nicht an die Geschichten, die er hörte. Er argumentierte stets, dass irgendein logisches Detail übersehen wurde oder dass die berichteten übernatürlichen Ereignisse bloße Illusionen waren, verursacht durch übermäßige Müdigkeit und lange Stunden hinter dem Steuer. Für ihn hatte alles eine rationale und plausible Erklärung. Doch seine Weltsicht wurde völlig erschüttert, als er bei einer seiner Fahrten einer bezaubernden Frau eine Mitfahrgelegenheit anbot. Eines Tages, als er auf einer verlassenen Straße fuhr, sah João eine wunderschöne Frau, die am Straßenrand per Anhalter fuhr. Sie hatte eine schlanke Silhouette und eine zarte, leuchtende Schönheit. Ohne zu zögern hielt er seinen Lastwagen an und bot der Frau prompt eine Mitfahrgelegenheit an. Sobald sie in die Kabine einstieg, bemerkte João etwas Ungewöhnliches an ihr und erkannte, dass sie sehbehindert war. In der Annahme, dass sie es nicht bemerken würde, ließ er seinen Blick über die Schönheit der Frau schweifen, als wolle er ihre auffällige Erscheinung erneut bewundern. Er blieb jedoch respektvoll und wandte seinen Blick ab auf ein Foto seiner Frau und seiner Kinder, das er immer im Lastwagen bei sich hatte. Während der Fahrt unterhielten sie sich viel, tauschten Geschichten und Gedanken aus. João war beeindruckt von ihrer Intelligenz und Freundlichkeit. Mit der Zeit erkannte er, dass die körperliche Schönheit der Frau nur ein kleiner Teil einer noch faszinierenderen Persönlichkeit war. Als er sie nach ihrem Namen fragte, antwortete sie, dass sie Raniel heiße. Der Name klang wie eine Melodie in Joãos Ohren, und er war überrascht, dass er noch nie einen so schönen und einzigartigen Namen gehört hatte. Nachdem sie noch einige Kilometer gefahren waren und João das von der Frau angegebene Ziel erreicht hatte, sah er sich um und war verblüfft. Der Ort schien völlig verlassen und unbewohnt zu sein, ohne ein einziges Haus oder Gebäude in Sicht. Besorgt fragte er Raniel, ob dies wirklich der richtige Ort sei. Sie lächelte nur und beruhigte ihn, indem sie sagte, er solle sich keine Sorgen machen, denn genau hier müsse sie aussteigen. Als der Lastwagen anhielt, dankte sie ihm für die Mitfahrgelegenheit und stellte eine unerwartete Bitte, die João sprachlos machte. Er hätte niemals gedacht, dass diese Frau eine solche Bitte äußern würde. Raniel fragte den Lastwagenfahrer, ob sie ihre Dankbarkeit in Form eines Gebets ausdrücken dürfe. João fühlte sich ein wenig unwohl bei dem Gedanken, denn als er auf die Uhr schaute, bemerkte er, dass er hinter seinem geplanten Zeitplan lag. Doch er sagte nichts und stimmte dem Gebet zu. Das Gebet dauerte länger, als ihm lieb war, und er sehnte sich danach, endlich nach Hause zu kommen. Trotzdem blieb er höflich und entschied sich, nicht zu unterbrechen, aus Respekt vor dem Glauben dieser freundlichen Frau. Als Raniel das Gebet beendete, verabschiedete sich João und sie stieg aus dem Lastwagen. Doch er hätte niemals die Überraschung erahnen können, die noch auf ihn wartete. Kaum war João bereit, seine Fahrt fortzusetzen, geschah etwas völlig Unerwartetes. Die Straße wurde durch einen schweren Unfall blockiert. Ein Erdrutsch war nur wenige Meter vor ihm passiert und leider wurden mehrere Autos unter den Erdmassen begraben. João war zutiefst erschüttert von dem, was er gerade gesehen hatte. Er blieb dort stehen, starrte auf den Erdrutsch und wusste nicht, was er tun sollte. Angesichts dieses Schocks begannen ihm Tränen über das Gesicht zu laufen, während er versuchte, alles zu verarbeiten, was gerade geschah.
João war erschüttert, als ihm klar wurde, dass er mitten in diesem tragischen Unfall gewesen wäre, wenn er seine Reise fortgesetzt hätte. Er schaute in den Rückspiegel, um die Frau zu finden, die er gerade abgesetzt hatte, aber sie war verschwunden. Er konnte nicht begreifen, wie das geschehen war, aber er war sich sicher, dass das Gebet genau die Zeit gedauert hatte, um ihn vor dieser schrecklichen Tragödie zu bewahren. Viele Menschen verloren ihr Leben und die Straße blieb für mehrere Stunden gesperrt. Von diesem Moment an änderte João seine Lebenseinstellung völlig. João begann, eine tiefere Verbindung zu Gott zu spüren und glaubte, unter dem Schutz einer göttlichen Kraft zu stehen. Er sah die blinde Frau, die ihm eine Mitfahrgelegenheit gab und deren Gebet ihm das Leben rettete, nie wieder. Er dachte oft über ihr plötzliches Verschwinden nach und fragte sich, ob sie vielleicht ein von Gott gesandter Engel gewesen war, um ihn zu retten. Nachdem die Straße wieder freigegeben war und João sich von dem Schock erholt hatte, setzte er seine Reise nach Hause fort. Der Unfall und die tragisch verlorenen Leben ließen ihn nicht los. Er fragte sich ständig, was passiert wäre, wenn er der Frau keine Mitfahrgelegenheit gegeben oder ihr Gebet abgelehnt hätte. Ein riesiges Gefühl der Erleichterung ergriff ihn, als er wusste, dass er in diesem Moment die richtige Entscheidung getroffen hatte. Als er nach Hause kam, wurde er von herzlichen Umarmungen und Küssen seiner Frau und Kinder empfangen. Sie bemerkten, dass sich etwas an João verändert hatte und wollten wissen, was passiert war. Er erzählte ihnen dann die ganze Geschichte, von dem Moment, als er die Frau um eine Mitfahrgelegenheit bat, bis zum Zeitpunkt des Unfalls. Seine Frau war erschüttert und tief bewegt von der Erzählung. Seit diesem Tag begann João das Leben anders zu betrachten. Er erkannte, dass nicht alles erklärbar ist und dass es größere Kräfte gibt, die unserem Verständnis entziehen. Seine Weltsicht wurde verändert und er begann zu glauben, dass jedes Ereignis einen Zweck hat. João traf die Frau nie wieder, doch er erinnerte sich stets an das Gebet, das sie für ihn gesprochen hatte, um Gott zu danken, dass er von diesem tragischen Unfall verschont geblieben war. Manchmal sind die Herausforderungen, denen wir begegnen, nur verkleidete Segnungen. João sah die Frau nie wieder, doch er erinnerte sich immer an das Gebet, das sie für ihn gesprochen hatte, um Gott zu danken, dass er von diesem tragischen Unfall gerettet wurde. Glaubst du an Engel in Verkleidung? Teile deine Meinung in den Kommentaren. Kommentieren Sie unten, was Sie von dieser Geschichte halten und aus welcher Stadt Sie uns zusehen. Hinterlassen Sie ein Gefällt mir und abonnieren Sie unseren Kanal, damit wir gemeinsam eine große Gemeinschaft aufbauen können, die inspirierende Geschichten teilt. Vielen Dank fürs Zuschauen.